Wir müssen dafür arbeiten, dass alle Generationen sich auf die Alterssicherung verlassen können. Die Eltern, die Großeltern und die Kinder. Also die Rente ist nicht sicher. Hey Leute, heute schauen wir uns an, wie Hubertus Heil es schafft, minutenlang zu reden, ohne auch nur eine einzige Lösung zu präsentieren. Und dann gibt ihm die Wirtschaftsjournalistin Antje Höning auch noch so richtig eins auf den Deckel. Ob soziale Gerechtigkeit oder Arbeitsmarkt, Heil liefert Phrasen, aber keinen Inhalt. Warum ihr auf solche Floskeln achten müsst und wie sie die Politik gefährlich machen, erfahrt ihr hier. Das dürft ihr nicht verpassen. Auf geht's! Wir reden über Zukunftsfestigkeit und mein Blick geht direkt zu Frau Höning, weil auch da geht es um die Frage, wie zukunftsfest sind wir eigentlich. Sie haben halt den größten Etat im Kabinett, ja. 180 Milliarden fast. Ne? Ja. Das ist unvorstellbar. Von ungefähr 480 Milliarden, ne, um das mal einzuordnen. Davon gehen 116,3 Milliarden als Zuschuss nur in das Rentensystem. Ich will gar nicht von Rentnern und Rentnerinnen sprechen, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Wir wollen aber eine systemische Frage auch mal stellen. Ja. Die Frage, wie kriegen wir dieses System sozusagen wetterfest? Das ist der Punkt. Und das zweite Thema ist die Frage des Bürgergeldes. Auch da haben wir, das sind die zwei sozusagen ganz neuralgischen Themen, wenn es um die Frage geht, wie geht dieses Land in die Zukunft, weil wir Sie heute hier haben. Frau Höning, wo fangen wir an? Rente oder Bürgergeld? Fangen wir gerne bei der Rente an. Und da muss man leider feststellen, dass Sie Politik zulasten der jungen Generation machen. Sie lassen zu, dass die Beiträge steigen. Sie wollten mit dem Rentenpaket 2 ein Paket auf den Weg bringen, was das Rentenniveau auf einem bestimmten Maß sichert, was dazu führt, dass ab 2040 die Beiträge für die junge Generation noch mal kräftig steigt. Das heißt, sie müssen nicht nur viel arbeiten, sondern sie müssen zunehmend unter dieser Beitragslast leiden. Ich kann das nicht verstehen. Wir haben ja gestern vom Bundesbankpräsidenten einen sehr spannenden Vorschlag gehört. Die Menschen leben heute länger. Die haben heute rund 17 Jahre vor sich, wenn sie in den Ruhestand gehen. Vor 30 Jahren waren das nur 12 Jahre. Und die Zeit, die sie zusätzlich leben, geht voll in die Rente, in die Freizeit. Warum fangen Sie nicht endlich an, diese Zeit, diese zusätzliche Lebenszeit, die wir allen von Herzen gönnen, aufzuteilen, sodass nicht die junge Generation all die Lasten tragen muss, die Parteien machen, die einfach nur auf die Wähler schauen, die Rentner sind und die junge Generation vergessen. Sie machen Politik gegen die junge Generation und gegen die Arbeitnehmer. Ich kann nicht verstehen, warum die SPD, diese ursprünglich ja mal so moderne Partei, so geschichtsvergessen geworden ist. Wow. Sind Sie fertig? Ja. Okay, dann versuchen wir es mal ein bisschen zu sortieren. Nee, sortieren müssen Sie nicht. Ich habe sehr strukturiert geredet. Ja, eben. Aber ich will Ihre 3 oder 4 Punkte auch beantworten, wenn Sie das erlauben. Und das ist ja auch so, dass das auch wichtig ist. Sie müssen jetzt vorsichtig sein. Also überlegen Sie ganz genau, was Sie sagen. Ich überlege immer, wenn ich das sage. Also fangen wir mal damit an, für wen machen wir Alterssicherungspolitik? Und es ist ein Märchen, dass es nur um die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute geht. Übrigens, die haben sich ihre Rente verdient, dafür haben die Leben lang gearbeitet. Sondern es geht bei der Sicherung des Rentenniveaus gerade um die, die heute arbeiten. Ich mache Ihnen auch gleich ein praktisches Beispiel. Und um die Jüngeren. Mir geht es darum, dass man Generationen nicht gegeneinander ausspielt. Erster Punkt. Doch, man muss sie gegeneinander ausspielen, weil was die einen mehr kriegen, müssen die anderen bezahlen. Und Sie gucken nur auf die Rentner und nicht auf die jungen Menschen. Gut, das haben Sie schon 3-mal gesagt, stimmt aber nicht. Ja, ich will es Ihnen aber gerade darlegen. Ich will Ihnen gerade darlegen, warum der Effekt nicht dieser ist. Sie gehören ja auch zu denjenigen, die das vor 10 Jahren schon geschrieben haben, dass die gesetzliche Rente heute viel höhere Beiträge hätte. Wir haben einen ziemlich stabilen Rentenversicherungsbeitrag von 18,6%. Wir haben immer gesagt, das geht Ende der 20er Jahre. Ja, los. Sie haben gesagt, dass wir jetzt weit über 22% hatten. Das waren die Prognosen von vor 10 Jahren. Ist nicht. Warum? Weil wir 5 Millionen Sozialversicherungspflichtige mehr in Arbeit haben als vor 10 Jahren prognostiziert. Zweitens, es geht also um die Frage, wie viele Menschen zahlen ein. Und das ist die große Aufgabe, Stichwort Arbeits- und Fachkräftesicherung. Ich will mich aber auch mal mit Ihren Vorschlägen auseinandersetzen, die Sie ja für zwangsläufig halten. Und da ist Ihr Vorschlag, dass wir für alle das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter erhöhen. Das ist jetzt, wird auf 67 steigen.
Sie wollen, dass das weiter steigt, meinetwegen auf 68 oder 69. Und da kann ich Ihnen sagen, warum ich das falsch finde. Ich finde es richtig... Kommen Sie nicht mit dem Dachdecker? Nein, wissen Sie nicht immer, was ich schon sage. Ich wollte Ihnen sagen, es macht schon einen Unterschied, ob jemand mit 16 angefangen hat zu arbeiten, am Bau, in der Lagerlogistik, im Handwerk, in vielen Berufen, in der Pflege, oder ob man mit 26 angefangen hat zu arbeiten, nach einem Jurastudium zum Beispiel. Deshalb ist die richtige Antwort, es arbeiten heute schon viel mehr Menschen von 60 bis 64 als in den letzten 20 Jahren. Ich finde, wir müssen Anreize setzen, dass Menschen freiwillig länger arbeiten. Aber Ihr Vorschlag, da müssen Sie den Leuten die Wahrheit sagen, ist für viele Menschen, die das nicht erreichen, nichts anderes als eine Rentenkürzung. Ich will Ihnen das an 2 Beispielen sagen. Erstens, nehmen wir mal eine Frau, die ich kennengelernt habe, in Eisenhüttenstadt. Die gibt es wirklich. Die arbeitet in einem Kraftwerk. Die macht seit 1983 Schichtdienst. Die sagt, ich arbeite total gern. Ich bin gar nicht schlecht bezahlt. Aber ich schaffe es nicht bis 68, 69. Ich will sogar, dass ich nach 45 Versicherungsjahren mit 65 flexibel rüber. Das macht uns keinen Sinn, dass jetzt doch, Frau wir reden über Menschen, weil Sie reden zu dem Dachdecker stellen. Nein, ich kann Ihnen noch 10 Millionen andere Beispiele nennen. Dass die Alterung der Gesellschaft alleine auf dem Rücken der jungen Generation das ist volkswirtschaftlich übrigens auch nicht richtig. Und man nicht einfach eine Aufteilung macht, wie der Bundesbankpräsident, der ja ein guter Freund der SPD ist. Der ist ein guter Freund von mir sogar. Ja, sehen Sie, aber hören Sie auf den und auf die Wirtschaftsweisen, die Ihnen sagen, lass es uns aufteilen. Zusätzliche Lebensarbeitszeit geht zum Teil in die Freizeit und zum Teil in die Rente. Vielleicht drehen wir es mal um. Ich frage Sie ein paar Fragen. Eine Frage ist, gibt Deutschland im Verhältnis zu anderen Industrienationen besonders viel mehr für Alterssicherung aus, ja oder nein? Die Antwort ist nein. Wir sind im Mittelfeld. Zweitens, ja, Sie wissen ja, der Anteil dessen, die Statistik schaut, Deutschland ist nach Belgien das Land, das am zweitmeisten für Steuern und Abgaben ausgeht, ohne dass es den Menschen hier besser geht. Nein, entschuldigen Sie bitte. Wir können ja mal ein paar volkswirtschaftliche Fragen uns stellen. Und nicht nur diese Plattitüden alt gegen jung. Nee, ist ja nicht Plattitüde. Natürlich ist das eine Plattitüde. Ich sage Ihnen, ich habe auch Zahlen, weil es um die Frage geht, wie viel unsere Volkswirtschaft anteilig für Alterssicherung ausgibt. Das ist die Frage. Wie groß ist der Kuchen und wie viel Anteil gibt unsere Volkswirtschaft aus? Und der Beitrag ist ziemlich stabil bei 9%. Das sind überwiegend Sozialversicherungsbeiträge und auch ein Bundeszuschuss, nach dem Sie vorhin geschrieben haben. Der ist übrigens richtig, weil wir viele Leistungen haben, die nicht beitragsgedeckt sind. So, und das ist ein System, da sage ich Ihnen, das kann stabil bleiben, wenn wir dafür sorgen, das Richtige zu tun, was wir der Wirtschaft sowieso tun müssen. Junge Leute in Ausbildung bringen, höhere Frauenerwerbsbeteiligung, Zuwanderung. Das ist alles wichtig, um dieses Land wirtschaftlich ohnehin, Stichwort Demografie, wettbewerbsfähig zu halten. Arbeits- und Fachkräftesicherung im Inland, auch Zuwanderung. Und dann wird es uns auch gelingen. Aber was ich nicht mache, ist, dass ich einen 16-Jährigen gegen eine 66-Jährige ausspiele. Weil nochmal, so über die Menschen, die ihr Leben hinter sich haben, die gearbeitet haben, zu reden und die Lebenswirklichkeit nicht zu kennen, das führt dann zu solchen Vorschlägen. Das ist ja das Infame immer, dass wir reden über real existierende Menschen. Dass Sie reden über die Generationenkrieg ist nicht mein Thema, das ist Ihr Thema. Die Feigheit von Ihnen ist, dass Sie immer sagen, oh, das Renteneintrittsalter fassen wir nicht an, weil Sie auf die Rentner schielen. Alle Menschen, die jetzt in Rente sind, bekommen keine Rente. Ich bin nicht feige, nur weil ich anderer Meinung bin als Sie. Wir werden das akzeptieren werden auch müssen. nicht wieder zurück in den Arbeitsprozess geholt. Es geht darum, jetzt einen Prozess anzustoßen, den wir 2040, wenn die Rente mit 67 nicht mehr reicht, bekommen. Und der zweite Punkt, den Sie gerade sagten, dies lief ja jetzt besser als gedacht, weil wir mehr Menschen in Arbeit bekommen haben. Es könnten noch viel mehr Menschen in Arbeit kommen, wenn sie nicht das Bürgergeld so anreizfeindlich gestaltet hätten. Thema. Ganz kurz, wir kommen gleich zu. Herr Heil, ich habe noch mal einfach nur Verständnisfrage. Ja. Es ist zutreffend, dass in den nächsten Jahren, ich habe im Kopf bis 2035, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, ungefähr 1/3 derer, die jetzt noch im Arbeitsmarkt sind, sich in die Rente verabschieden. Ist richtig? Verabschieden ist schön. Die gehen in Ruhestand, weil sie es verdient haben. Bitte nicht jetzt. Sie haben vorhin über so Begrifflichkeiten gesprochen. Dann sind wir doch mal. Natürlich haben wir eine Demografie. Nein, es ist in Ordnung. Ich habe ein Problem damit, wenn Sie sozusagen Frau Höning sofort unterstellen, soziale Kälte und mangelnde Empathie. Das ist jetzt auch nicht gerade nett. Na gut, Sie waren erst und dann kam Sie. Okay, das war eine Reaktion darauf. Ja. Also es steht jetzt 1:1 an dem Punkt. Lassen wir das mal beiseite. Aber einfach nur die nackten Fakten. Das heißt, wir haben ein Demografiethema. Ja, wir haben ein richtiges Demografiethema. 2020
war die Situation so, dass auf 100 Beitragszahler 57 Rentner kamen. Ich trage das nur mal vor, damit wir das alle mal klar haben. 2030 kommen auf dieselben oder die gleichen 100 Beitragszahler, in dem Fall 67 Rentner. Also schon mal 10 mehr. 2040 sind wir bei 77. Also da sollen. Und steht Ihnen ja auch zu, haben Sie ja völlig recht. Deswegen sagte ich vorhin auch gerade, es geht hier nicht darum, Rentner gegeneinander auszuspielen. Es geht um die Frage, wie kriegt man dieses System fit? Ja. So hat Franz Müntefering mal einen sehr schönen Satz gesagt übrigens. Genau. Ne? Man muss kein Franz Müntefering. Ja. Man muss kein Mathematiker sein, um den Handlungsbedarf zu erkennen. Da reicht Volksschule Sauerland. Volksschule Hochsauerland. Ne? Das heißt, 13 Millionen Erwerbstätige erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter. Ja? Das sind richtig viele Leute. Wir geben im Moment, weil das System offenbar das so nicht mehr hergibt, weil diese Mathematik nicht mehr funktioniert, müssen wir das Rentensystem bezuschussen mit 116,3 Milliarden. Bei einem Bundeshaushalt von ungefähr 480 Milliarden. Das heißt, das geht da rein. Ein Viertel. Darf ich ganz kurz. Ja. Gleichzeitig bleiben und das habe ich von Frau Schnitzer, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir für echte Investitionen in diesem Land ungefähr, Sie sind die Wirtschaft, ungefähr 50 Millionen. Die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Ja. Bitte? Milliarden. Im Bundeshaushalt plus Länder und Kommunen, habe ich gesagt. Ja, aber das ist sozusagen die Situation. Ich kann es auch noch mal anders sagen, ist auch interessant. Die deutsche Rentenversicherung gibt im Jahr ungefähr 350 Milliarden aus. Ist das so ungefähr korrekt? Dafür gibt es Einnahmen, genau. Wie viel Überschuss ist im Topf gerade? 3,5 Milliarden, 4 Milliarden, sowas? Die Rentenreserve ist größer. Ich kann die genaue Zahl jetzt nicht nennen. Aber irgendwo in dem... Ich will nur sagen, das ist so viel Geld. Nee, das muss man einmal für uns mal klar haben. So unfassbar viel Geld, das da reingeht, dass dieser Überschuss im Jahr 2023 von 3,5 Milliarden, der hätte gereicht, um das System 4 Tage stabil zu halten. 4 Tage. Danach ist Feierabend. Ja. Das heißt, Ihnen wird nicht schwindelig, wenn Sie sozusagen das sehen, wenn Sie den harten demografischen Faktor sehen, wenn Sie diese gigantischen Summen sehen, wenn Sie auf der anderen Seite sehen, wie wenig dann übrig bleibt, um wirklich in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren. Wird Ihnen da nicht grummelig? Nein, ich weiß um die Größe der Aufgabe, denn in einem haben Sie vollkommen recht. Wir haben eine demografische Entwicklung, die übrigens nicht erst seit gestern auf das Rentensystem wirkt. Und trotzdem ist der Beitrag, ich habe es vorhin gesagt, in den letzten Jahren stabil. Und die Frage, was diese Gesellschaft für Alterssicherung misst, ist in absoluten Zahlen sehr hoch, wir haben es eben gehört, misst sich aber an der Frage, wie viel Prozent ist das am gesamtwirtschaftlichen Kuchen? Und da mal ein paar Fakten. Der Anteil dessen, was diese Gesellschaft für Alterssicherung ausgibt in den letzten Jahren, ist ziemlich stabil geblieben. In der Relation zu dem, was wir an Bruttoinlandsprodukt haben. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wie kriegen wir es hin? Das ist ja die Frage, dass wir Sicherheit für alle Generationen schaffen. Für die Rentner von heute, die sich das erworben haben, für die jetzt fleißig arbeiten und für die Jüngeren. Und da wird die Schlacht im Wesentlichen am Arbeitsmarkt geschlagen. Und ich kann Ihnen noch eine Zahl nennen. Bis 2035 müssen wir am Arbeitsmarkt 5 bis 6 Millionen Erwerbsfähige ersetzen. Und dazu werden Sie ohnehin, damit dieses Land wirtschaftlich erfolgreich bleibt, alle Register ziehen. Ausbildung, Erwerbsbeteiligung von Frauen, um mal eine Zahl zu nennen. Wir haben eine höhere Erwerbsbeteiligung als vor 20 Jahren. Die ist stark gestiegen. Schlecht. In den absoluten Zahlen sieht das erstmal ganz gut aus. Aber im Arbeitszeitvolumen ist es oft so, Männer Vollzeit, Frauen auch auf ungewollt Teilzeit. Da müssen wir ohnehin ran. Wenn wir mal da 10% besser wären durch bessere Kinderbetreuung, das müssen wir uns ja vornehmen, Richtung Skandinavien hätten wir 400.000 Fachkräfte, gut ausgebildete Frauen, die wir schon in Deutschland haben. Dazu brauchen wir qualifizierte Einwanderung. Die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine Studie veröffentlicht, wie viel gesteuerte, qualifizierte Einwanderung wir brauchen. Ich sage Ihnen, das werden wir ohnehin brauchen, damit dieses Land wettbewerbsfähig bleibt. Und das hilft uns auch dabei, die Alterssicherung stabil zu halten. Es geht um die Frage, wie viele Menschen zahlen ein. Und deshalb ist die einfache Rechnung jetzt zu extrapolieren, wie viele Rentner auf wie viele Erwerbstätige, ein bisschen unterkomplex, weil wir haben auch diese Stellschrauben zu bewegen. Genau, ich verstehe, das ist darf ich noch der Norbert Blüm-Satz? Ja, den sage ich nicht. Guck mal, das wollte ich nämlich wissen. Den würden Sie nicht sagen. Darf ich mal meinen Satz sagen? Ja. Wir müssen dafür arbeiten, dass alle Generationen sich auf die Alterssicherung verlassen können. Die Eltern, die Großeltern und die Kinder. Also die Rente ist nicht sicher? Nein, wir müssen ja was dafür tun, zum Beispiel das Rentenniveau dauerhaft sichern. Denn reden wir mal darüber, was passiert nach 25. Das steht jetzt tatsächlich zur Wahl. Ich hätte das gern jetzt geklärt. Ja. Wir hatten... wir wollen mal reden. Sie reden über den Preis. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ja. Wir müssen aber auch über den Wert reden.
Denn es ist ja nicht irgendwo Geld, das verschwindet, sondern das Menschen zusteht. Jetzt mache ich mal ein praktisches Beispiel. Was passiert, wenn man den Vorschlag folgt, das Rentenniveau sinken zu lassen? Denn das sinkt, wenn wir es nicht festschreiben, ab 2026. Jetzt werden Sie das wieder Rentenniveau, nicht die Rente. Das Rentenniveau sinkt, aber das heißt, dass die Kaufkraft von denen, die in Rente sind, gegenüber denjenigen, die in Arbeit sind, sinkt. Die werden im Schnitt ärmer. Und jetzt will ich es Ihnen an einem praktischen Beispiel sagen. Sie mögen keine lebenden Beispiele, ich nenne Ihnen aber eins. Das muss man ja mal plastisch machen. Für eine Frau, die heute zum Beispiel in der Altenpflege arbeitet und in der Krankenpflege, die jetzt 49 Jahre alt ist, die geht ungefähr 2040 in Rente. Ist der Unterschied, ob wir das Rentenniveau stabil halten oder nicht, im Jahr ein Unterschied von 1.100 €. Und das ist für diese Frau richtig Geld. Und diese Lücke, die füllen Sie nicht durch private Vorsorge. Sie, und diese Lücke, das ist ja der eigentliche Punkt. Sie wollen nicht mehr, dass die Arbeitgeber mitfinanzieren. Das ist doch der Punkt. Denn der Unterschied, ob wir das Rentenniveau sichern oder nicht, ist übrigens im Effekt 0,5% Beitrag für Arbeitnehmer und Beitrag für Arbeitgeber mehr 2040. Und ich sage Ihnen, das kann sich unser Land leisten. Österreich hat längst einen Rentenversicherungsbeitrag von 22%, ohne dass es zusammenbricht. Und der Punkt, was diese Frau besonders ärgert, die Pflegekraft, die Sie da gerade beschreiben, ist nicht das Rentenniveau, eine Prozentzahl in der Zukunft, sondern was die richtig ärgert, dass sie jeden Tag aufstehen muss, 38 Stunden in der Woche arbeiten. Da sind und wir dann jetzt beim sieht, Bürgergeld was an dem eine Punkt. Familie beim Bürgergeldbezug kriegt. Eine 4-köpfige Familie mit entsprechend alten Kindern bekommt fast 2.000 € an Bürgergeld und bekommt in einer Stadt wie München bis zu 1.700 € on top Kosten der Unterkunft. Die Familie kriegt über 3.500 € Bürgergeld. Da kann eine Pflegekraft nicht für arbeiten. Und ein Busfahrer, den Sie ja angeblich auch mal im Sinn haben, auch nicht. Und eine Friseurin schon gar nicht. Sie machen Politik gegen die arbeitenden Menschen. Nein. Und das will ich Ihnen auch sagen, weil wir eine Partei sind, die hat nicht nur den Mindestlohn erhöht, sondern auch die Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener gesenkt. Und Sie haben das Bürgergeld so stark erhöht, dass es attraktiver ist für viele Berufe in diesem Land, nicht zu arbeiten, sondern lieber zum Sozialamt zu gehen und Stütze zu bekommen. Das ist erstens statistisch falsch. Und Nein, das ist das IFO-Institut in München. Wir sind uns doch, in der Münchner Situation mit Mietkosten. Aber ich will Ihnen deutlich... Nein, in Leipzig sind es 1.000 € weniger, aber auch 2.700 € verdient die Pflegekraft nicht netto und die Friseurin schon gar nicht. Dann versuche ich es nochmal. Vielleicht sind wir uns in einem einig. Arbeit muss einen Unterschied machen, Arbeit lohnt sich und Arbeit muss sich mehr lohnen. Und deshalb reden wir mal über Folgendes. Haben Sie dann einen Fehler gemacht, Herr Heil? Nein, ich glaube, dass es richtig war, dass wir über eins reden müssen. Sie hatten ja, glaube ich, vor kurzem auch Politiker hier, die so getan haben, als könne man das Existenzminimum, was übrigens verfassungsrechtlich garantiert ist, irgendwie willkürlich nach unten und nach oben würfeln. Ich freue mich, dass Sie uns verfolgen. Sie sprechen an auf Jens Spahn in dem Fall. Ja, der hat gesagt, dann müssen wir sogar das Grundgesetz dann mal ändern. Artikel 1 und 20 sind aber nicht zu verändern. Es ging um die Frage sozusagen, was ist die Sanktion? Die CDU sagt ja, da kommen wir dann auch zu möglichen Konstellationen, zu Koalitionen. Zur Frage, könnten Sie mit Friedrich Merz oder mit der CDU ganz prinzipiell. Jens Spahn sagte hier auf mehrfache Nachfrage, was ist die Sanktion, wenn jemand partout nicht arbeiten will, obwohl er könnte? Das ist immer vor der Klammer. Bis zu 30% von der Stütze weg. Das erlaubt das Bundesverfassungsgericht und das ist auch richtig. Er sagte 0. Nein, das stimmt nicht. Das ist ja kontrafaktisch. Nee, das hat er gesagt. Nein, aber Herr Spahn und Herr Merz haben ja das Bürgergeld im Bundestag mitbeschlossen. Sowohl den Anpassungsmechanismus... Aber lügen die dann, Herr Heil, oder was ist das? Ich weiß nicht, was Sie an Stimmungen da machen wollen. Ich rede über die Faktenlage. Und jetzt reden wir mal darüber, wer ist denn in der Grundsicherung? Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass Leute nicht aufstehen. Da bin ich für harte Sanktionen, war ich immer. Und die müssen auch durchgesetzt werden. Aber trotzdem haben Sie die Sanktionen ja gelockert. Und erst als die Arbeitsämter einen Aufstand gemacht haben, darf ich mal ganz kurz vielleicht den Gedanken oder den Halbsatz zu Ende machen, wenn Sie noch zuhören wollen. Gerne. Sie wissen vielleicht auch, dass 20% der Menschen, die im Bürgergeld sind, Menschen sind, die arbeiten. Das sind oft alleinerziehende Frauen, die einen schlechten Lohn haben, die Teilzeit arbeiten, die ergänzende Grundsicherung brauchen, um über die Runden zu kommen. So, und deshalb ist die wichtigste Art und Weise, wie wir beim Bürgergeld was tun, Menschen da rauszubringen. Und das machen sie, indem sie natürlich darüber reden, wie ist es mit dem Mindestlohn, wie kann ich bei Steuern und Abgaben untere Einkommen entlasten. Unser Vorschlag ist zum 1. Januar. Und da kann die CDU, die dagegen wettert, ja mal wirklich was für arbeitende Menschen tun. Die kalte Progression zu senken, das Kindergeld zu erhöhen, das übrigens bei der Grundsicherung angerechnet wird. Deshalb, wir sind uns doch im Ziel einig, Arbeit muss einen Unterschied machen. Aber Menschen, denen es nicht gut geht und sie unter Generalverdacht
Verdacht zu stellen, dass sie alle zu faul sind, ist nicht nur Das unfair, hat sondern keiner arbeitsmarktpolitisch gemacht, Herr Heil. falsch. Doch, das tut Herr Spahn mit seinen Sprüchen. Und das tut auch Herr Merz in den Sprüchen. Ich kann einmal sagen, auf den Vorhalt an Herrn Spahn, was tun Sie denn? Sagt er, ja, dann muss man das Grundgesetz ändern. Das Verfassungsgericht hat aber mit Blick auf Artikel 1 Menschenwürde und 20 gesagt, dass ein Existenzminimum abzusichern ist. Das Bürgergeld, glaube ich, mal die größte Sozialstaatsreform der letzten 20 Jahre genannt. Und es ist doch ein Problem für die SPD, dass sie ausgerechnet da, das ist ja ihr Kerngebiet, ja, die Deutungshoheit komplett verloren hat. Gut, dass ich hier Dieses bin und das Bürgergeld wieder ist hinkriegen sozusagen kann. ja schwerst in Verruf Ich will immer geraten. sagen, das ist eigentlich verbrannt. Ja, natürlich. Darf ich Also einmal die Fakten das ist Heil, doch- ganz das kurz, ist damit einfach wir alle schwierig. wissen, worüber wir reden. Ich habe immer das Gefühl, es hilft einfach so. Wir haben 4 Millionen Menschen gerade im Bürgergeld. Ich hatte das geahnt, ich habe die Zahlen auch da. Wir können die ja gleich mal Wir können die vergleichen. 20% davon, die haben Sie gerade erwähnt, ungefähr 800.000 sind sogenannte Aufstocker. Ja? Das sind Leute, die arbeiten, aber nicht genug verdienen, um Wohnung, Heizung und so weiter zu bezahlen. Ist richtig? Wenn man alle abzieht, die Kinder aufziehen, andere Themen haben und so weiter, dann bleiben ungefähr 1,6 Millionen, steht das auch auf Ihrem Zettel, Ja. die arbeiten könnten, es aber nicht tun. So, das ist der eine Punkt. Und dann haben wir 48% der Bürgergeldempfänger, die keinen deutschen Pass haben. Bei einem Gesamtanteil an der Bevölkerung von ungefähr 15%, glaube ich, so ungefähr. Ne? Das sind sozusagen die Zahlen. Das haben Sie vorhin auch gerade gesagt, wir brauchen, und da stimmen Sie, glaube ich, sogar mit Frau Höning heute Abend überein, wenn wir dieses Rentensystem stabil halten wollen, dann haben wir politisch die riesige Herausforderung, dass wir einer immer kritischer werdenden gegenüber Migration Gesellschaft klar machen müssen, wir brauchen 400.000 Leute netto jedes Jahr zusätzlich am Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren. So wird das laufen. Um die netto zu haben, brauchst du ungefähr 800.000 Bruttozuwanderung, weil viele gehen dann auch wieder, entscheiden sich um. Wie auch immer. Aber ungefähr, das ist die Dimension. Gleichzeitig haben sie zu tun mit Arbeitslosenzahlen, die paradoxerweise plötzlich wieder steigen. Das Thema, ein Gespenst der Vergangenheit, von dem wir dachten, ist weg, ist plötzlich wieder da. Das heißt, dieses ganze System ist, wenn ich das mal so vortrage, und ich, wie gesagt, Volksschule Südtirol in dem Fall, aber es vermittelt sich mir trotzdem, das ist alles sehr, sehr wackelig. Sehr komplex. Sie haben es ja beschrieben. Und ich versuche ein bisschen zu unterscheiden, was die Situation, was ist zu tun und was ist auch manchmal Fake News über das Ganze. Nicht heute Abend. Aber eine Zahl mag überraschen. Wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, dass wir sehr viele Geflüchtete, wir haben vorhin über die Ukraine aufgenommen haben, die wir natürlich versorgen müssen und in Arbeit bringen müssen. Wenn wir das mal wegrechnen, dann sind heute weniger Menschen in der Grundsicherung als im Bürgergeld als vor der Corona-Pandemie. Überraschende Nachricht. Das Gefühl ist ein anderes. Zweitens, das Gefühl ist einfach, dass zu viele Menschen im Bürgergeld sind. Das Gefühl ist, dass zu viel schwarz gearbeitet wird. Ja, und das Gefühl ist, dass wir Massenzuwanderung hatten in den letzten Jahren. Ich weiß, und unglaublich schlecht sind, die Menschen offensichtlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sagen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber wir sind nicht gut darin. Und die Frage, die von Frau Höning ja die ganze Zeit sozusagen unbeantwortet im Raum steht, ist, setzen wir möglicherweise definitiv, würde ich sagen, die falschen Anreize? Darüber können wir reden. Und ich will Ihnen das aber konkret sagen. Weil wir müssen ein bisschen differenzieren. Wir haben 1, bitte nicht zu lang, weil wir sind gleich am Ende der Sendung. Aber wissen Sie, das müssen Sie jetzt noch ertragen. Weil ich ertrage das gerne. Ich werde nicht erlauben, dass wir pauschal über Menschen, die bedürftig sind, reden. Wie wir ja in der ganzen Runde das macht keiner. Doch, Herr Heil, nein, doch in der das unterstellen Sie ständig. Nein, das ist nicht in Ordnung. Niemand macht das. Wenn Sie die Zeit jetzt nicht mit der Frage aufhalten, würde ich gerne den Gedanken beantworten. Ja, aber Sie lassen auch nicht Dinge so stehen. Wir haben 1,6, 1,7 Millionen ungefähr Menschen, die tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 800.000 davon übrigens langzeitarbeitslose Deutsche. Davon 2/3... Es geht mir nicht um Ausländer oder sonst was. Deswegen 2/3 davon haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die kriegen sie mal einen Hilfsjob, aber nicht dauerhaft in Arbeit. Deshalb ist der Ansatz des Bürgergelds richtig an dieser Stelle zu sagen, wir müssen die qualifizieren, die müssen einen Berufsabschluss nachholen. Und jetzt reden wir mal über die Geflüchteten. Ich habe vorhin gesagt, das ist im überwiegenden Teil mit der Fluchtmigration aus der Ukraine. Wir haben inzwischen 270.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit gebracht. Das reicht mir bei weitem nicht aus. So. Aber da müssen wir Hürden wegräumen. Das sind manchmal Sprachhürden, manchmal geht es bei Frauen um Kinderbetreuung. Aber der Weg ist richtig. Und ein letzter Satz. Was das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen.
Wir haben eine Grundsicherung, das ist nicht mehr und nicht weniger. Und im Gesetz Das ist steht aber in der das Praxis Gefühl, auch... Herr Heil, das wissen Sie, deswegen sprechen Sie es ja an. Meine Aufgabe ist Genau. nicht nur über Gefühle zu reden, sondern über die Faktenlage und auch über Gefühle. Aber die gefühlte Temperatur einfach alle in einem, das machen Sie nicht. Aber in dieser Debatte sich hinreißen zu lassen, da gibt es doch zwei Extreme. Da gibt es Leute, die wollen bedingungsloses Grundeinkommen. Dagegen bin ich. Denn Arbeit macht einen Unterschied. Und Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen, ist mehr als Broterwerb. Und warum haben Sie Und dann es die gibt Sanktionen andere, so stark es gibt gelockert? andere, die halten sozusagen nur Druck für den richtigen Bereich. Ich bin auch dafür, dass man auf die richtigen Druck macht. Aber die wenigsten brauchen tatsächlich Sanktionen. Die meisten brauchen Hürden, die wir wegräumen, damit wir sie in Arbeit bringen. Das ist der Okay, ich habe vernünftige nur noch Weg. eine allerletzte Frage und das ist ehrlich gesagt mein Thema und ich will das auch noch mal ganz kurz klar machen. Mir geht es nicht um die Frage von Sanktionen und Druck machen und so weiter. Mein Thema ist doch, und da schließt sich sozusagen der Kreis, deswegen bin ich vorhin auf dieser Zahl so rumgeritten. Wenn wir so viel Geld sozusagen in einen sehr großzügigen Sozialstaat geben, weil wir davon überzeugt sind, dass das richtig ist. Auf der anderen Seite nur noch 50 Milliarden für echte Investitionen übrig sind, was für ein Land dieser Größe sehr wenig ist. Dann frage ich mich, ist nicht dann der Job gemacht, wenn wir das Verhältnis irgendwie umdrehen und sagen, wir investieren jetzt wirklich ernsthaft in die Kitas, die wir dringend brauchen. Wir investieren wirklich in den Wohnungsbau, damit die Facharbeiter, die jetzt möglicherweise arbeitslos werden, in Wolfsburg, vielleicht in München, sich dann irgendwann die Wohnung leisten können, die zum neuen Job passt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Wir sind mitten in einer gigantischen Transformation. Wir haben 3 große Und ich frage Aufgaben. mich, ob wir den Job, da würde ich gerne von Frau Höning noch mal eine Antwort haben, ob wir den Job Das ist doch gerade eine richtig Frage. erledigen. Den Transformationsjob Ja, die erleben. Frage, wie Ja. dieses ganze Ding zusammensteht und die echten Investitionen in die Zukunft machen, Nein, statt sagst du sozusagen jetzt. konsumtiv daran zu Nein, gehen. offenkundig nicht, weil Ja. die ganzen Industrien, die transformieren, bauen Zehntausende Arbeitsplätze ab. Ford, VW, ThyssenKrupp, oft aus eigener Schuld, aber eben auch wegen problematischer Rahmenbedingungen, Stichwort Energiepreise. Und wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit es 2030, 2040 hier nicht katastrophale Zustände gibt. Übrigens auch in der Pflege, wo wir die ganzen Fachkräfte brauchen. Und wir müssen Arbeit wieder lohnend machen. Darum muss das Bürgergeld reformiert werden. Wir müssen die Hürden, damit Ausländerbeschäftigung kommt, anders machen. Es kann nicht sein, dass die Ukrainer 104 Tage brauchen, damit eine Anerkennung der Berufsausbildung als All das meine Pflegekraft ich. kommt. All das meine ich. Totales Bürokratieversagen. Ja, in den Ländern. Und das muss sich ändern, damit, wenn wir dem Arbeitsmarkt helfen, helfen wir dem Sozialsystem. Aber ihr Bürgergeld hält die Menschen von der Arbeit ab. Okay, Dann würde ich, eine letzte Replik, Herr Also über die Einsatz. Zielgenauigkeit des Sozialstaats muss man immer reden und auch was tun. Dafür bin ich. Nicht Gießkanne. Aber ich bin nicht dafür, dass wir 3 große Aufgaben, die wir heute Abend alle besprochen haben, gegeneinander ausspielen. Wir müssen was tun für äußere Sicherheit. Wir müssen was für Investitionen in Industriearbeitsplätze tun, Stichwort Netzentgelte. Und wir müssen eine Rente sichern. Das gegeneinander auszuspielen. Ich sage jetzt mal Rüstung für Rente. Das würde diese Gesellschaft nicht aushalten. Das wäre auch ganz falsch, denn wir haben 3 große keiner Aufgaben miteinander. Doch, das passiert ja. Das hat Christian Lindner mit seinen Versuchen geführt. Und die Debatte heute hatte leider auch solche Züge. Okay. Macht die SPD, übrigens, ich kann es jetzt nicht lassen, macht die SPD auch. Also wenn man sozusagen im Grunde sagt, wenn ihr Milliarden in die Ukraine gebt, dann gibt es in Deutschland weniger Geld für Renten. Und das kann man nachgucken, das ist dokumentiert. Das ist der Vorschlag von Herrn Lindner gewesen. Okay. Das lassen Sie so stehen, ja? Ja, Sie können sich das Papier ja auf Okay, der FDP-Homepage angucken. okay. Der wollte höhere Nee, das ist Abschläge gut. für mehr Wenn man Investitionen in über Rüstung. Populismus spricht und mit dem Finger Nein, auf das ist andere Leute Tatsache. zeigt, könnte es sein, dass der ein oder andere Finger auf einen zurückzeigt.